Hallo zusammen, meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über die Geschichte von Ostern. Wenn wir Ostern hören, denken die meisten von uns sofort an Dinge wie Eier bemalen, bunte Ostereier oder den Osterhasen. Wahrscheinlich haben wir das entweder in Filmen gesehen oder irgendwo davon gehört. Aber hat das Osterfest wirklich etwas damit zu tun? Und wenn ja, wie genau? Bevor wir darauf eingehen, schauen wir uns kurz die Herkunft des Wortes Ostern an. Das Wort Ostern stammt eigentlich vom griechischen Pascha, das wiederum aus dem hebräischen Pesach kommt. Pesach ist ein jüdisches Fest, das auf Türkisch als Fest der ungesäuerten Brote bekannt ist. Aber worum geht es bei diesem Fest? Kurz gesagt erinnert dieses Fest daran, wie Gott die Juden durch Mose aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Der Geschichte nach bittet Mose den Pharao, die Juden freizulassen, doch dieser weigert sich. Daraufhin kommen verschiedene Plagen über das Volk Ägyptens. Schließlich befiehlt Gott Mose, dass die Juden in einer Nacht ein Opfer darbringen und das Blut dieses Opfers an ihre Türpfosten streichen sollen. Denn in dieser Nacht wird angekündigt, dass alle erstgeborenen Kinder sterben werden, auch das Kind des Pharaos. Doch die Häuser, deren Türen mit dem Blut markiert sind, bleiben verschont. Daraufhin opfern die Juden Tiere und streichen das Blut an ihre Türen. Danach lässt der Pharao sie aufgrund der Ereignisse ziehen. Anschließend geschehen Dinge wie die Teilung des Roten Meeres, aber das ist gerade nicht unser Thema. Zusammengefasst ist dieses Fest also eine Erinnerung daran, wie Gott die Juden aus der Sklaverei befreit hat und wird durch Opferhandlungen begangen. Und dieses Opfer spielt in dieser Zeit eine sehr wichtige Rolle im Zusammenhang mit den Sünden der Menschen. Die Menschen mussten ständig Opfer darbringen, um von ihren Sünden gereinigt zu werden. Es gab verschiedene Arten von Opfern. Für persönliche Sünden und für die Sünden des ganzen Volkes Israel. Besonders einmal im Jahr, an Pesach, wurde ein Opfer für das gesamte Volk dargebracht. Und durch das Blut dieses Opfers wurden die Sünden dieser Zeit sozusagen gesühnt. Genau dieser Punkt ist entscheidend, um die Verbindung zu Ostern zu verstehen. Wie wir gleich in den Bibelstellen sehen werden, liegt hier die eigentliche Bedeutung von Ostern. Eine der wichtigsten Stellen dazu ist 1. Korinther Kapitel 15. Besonders die Verse 3 und 4 sind sehr bedeutend. Historikern zufolge gehen diese Aussagen auf etwa 5 Jahre nach dem Tod Jesu zurück. Das heißt, sie stammen aus einer sehr frühen Zeit und zeigen klar, was die ersten Nachfolger Jesu über ihn geglaubt haben. Schauen wir uns das kurz an. Paulus sagt: Ich habe euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er am 3. Tag auferstanden ist nach den Schriften. Mit was ich empfangen habe, meint er eine Überlieferung aus der Zeit kurz nach Jesu Tod. Das bedeutet, dass die ersten Jünger von Anfang an davon gesprochen haben, dass Jesus für die Sünden gestorben und wie angekündigt auferstanden ist. Das zeigt uns: Ostern, also die Auferstehung Jesu, stand von Anfang an im Zentrum des christlichen Glaubens. Man musste sich das so vorstellen: Damals gab es bereits die Erwartung eines Messias. Es gab sogar mehrere Personen, die sich selbst als Messias bezeichnet haben. Aber wenn Jesus einfach nur gestorben wäre, hätte man ihn wie die anderen als gescheiterten Messias angesehen und vergessen. Es ist gut vorstellbar, dass seine Jünger nach seinem Tod in einem großen Schock und in tiefer Enttäuschung waren. Man kann sich denken, dass sie sich gefragt haben: Was ist jetzt passiert? Was wird aus allem, was er uns gelehrt hat? Genau hier kommt die Auferstehung ins Spiel. Der Glaube daran, dass Jesus auferstanden ist, bestätigt für sie, dass er seine Mission erfüllt hat und wirklich der Messias ist. Oft betonen wir an Weihnachten die Geburt Jesu und bei der Kreuzigung seinen Tod für die Sünden. Aber besonders im jüdischen Kontext hat die Auferstehung eine noch zentralere Bedeutung. Deshalb ist Ostern eines der wichtigsten Feste im Christentum. Das sieht man nicht nur in der Bibel, sondern auch in frühchristlichen Schriften. Zum Beispiel im Werk Peri Pascha von Melito aus dem 2. Jahrhundert, in dem eine klare Verbindung zwischen Pesach und Jesus hergestellt wird. Melito sagt: Er ist es, der uns von der Sklaverei zur Freiheit, von der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben geführt hat. An einer anderen Stelle lässt er Jesus sagen: Ich bin das Pascha der Rettung. Ich bin das für dich geopferte Lamm. Ich bin dein Lösegeld. Ich bin dein Leben. Die Botschaft ist also ganz klar. Es wird eine direkte Verbindung zwischen dem Opferverständnis im Alten Testament und dem Opfer Jesu hergestellt.
Genau an diesem Punkt können wir etwas ganz klar erkennen. Schon seit dem 2. Jahrhundert wird der Tod Jesu als letztes Opfer und seine anschließende Auferstehung direkt mit einem der ältesten jüdischen Feste, nämlich dem Pesach, Passahfest, in Verbindung gebracht. Mit der Zeit kamen natürlich auch verschiedene Konfessionen und kulturelle Elemente hinzu. Eine der häufigsten Fragen ist zum Beispiel: Warum feiern Katholiken und Protestanten Ostern an einem anderen Datum als die Orthodoxen? Der Grund dafür liegt ganz einfach im Kalender. Katholiken und Protestanten richten sich nach dem gregorianischen Kalender, den wir heute auch verwenden. Die orthodoxe Kirche hingegen verwendet den julianischen Kalender. Da es zwischen diesen beiden Kalendern Berechnungsunterschiede gibt, fällt Ostern auf unterschiedliche Daten. Hier noch eine kleine, aber interessante Info: Viele denken, der gregorianische Kalender beginne genau mit der Geburt Jesu. Tatsächlich gibt es aber einen Rechenfehler. Historiker gehen davon aus, dass Jesus nach unserem heutigen Kalender etwa 3 bis 10 Jahre vor Christus geboren wurde. Der Kalender sollte sich zwar an seiner Geburt orientieren, aber die Berechnung war nicht ganz korrekt. Zurück zum Datum. Im gregorianischen Kalender fällt Ostern meist auf einen Sonntag zwischen dem 22. März und dem 25. April. Im julianischen Kalender verschiebt sich das Ganze, sodass die orthodoxe Kirche Ostern meistens zwischen dem 4. April und dem 8. Mai feiert. Deshalb kann es sogar im selben Jahr unterschiedliche Termine geben. Zum Beispiel feiern Katholiken und Protestanten Mitte April, während die Orthodoxen eine Woche später feiern. Nachdem wir das mit den Daten geklärt haben, schauen wir uns kurz die kulturelle Seite an. Dinge wie Osterbrot, bemalte Eier oder der Osterhase kommen eigentlich nicht in der Bibel vor. Diese Symbole haben also keinen direkten Bezug zu den Heiligen Schriften. Sie sind vielmehr kulturelle Ergänzungen, die später entstanden sind, um das Fest bunter zu machen, Kinder einzubeziehen und auch verschiedene Kulturen miteinander zu verbinden. Wichtig ist aber: Solange die eigentliche Bedeutung von Ostern, also die Auferstehung, nicht vergessen wird, sind solche Traditionen kein Problem. Im Gegenteil, sie können sogar hilfreich sein. Man kann das gut mit unserer eigenen Kultur vergleichen. Beim Ramadanfest wird es von Kindern oft Zuckerfest genannt. Für sie ist das Spannendste vielleicht der Süßigkeitenaspekt, aber das bedeutet nicht, dass die eigentliche Bedeutung des Festes verloren geht. So kann man es auch hier sehen. Solange man weiß, was das Fest wirklich bedeutet, sind solche Traditionen harmlose und sogar schöne Ergänzungen. Wenn wir uns kurz anschauen, woher diese Traditionen kommen: Das Eierfärben verbreitete sich besonders ab dem 13. Jahrhundert. Der Osterhase entstand Anfang des 16. Jahrhunderts. In Deutschland erzählte man Kindern damals Geschichten wie: Wenn du brav bist, bringt dir der Osterhase Eier. Und so hat sich diese Tradition nach und nach verbreitet. Später, besonders im 19. Jahrhundert, begann man in Europa mit der zunehmenden Schokoladenproduktion, Schokoladen in Form von Ostereiern und Osterhasen herzustellen. Mit der Zeit wurde Ostern nach Halloween zu einem der Feste mit dem höchsten Süßigkeiten- und Schokoladenkonsum. Aber wie gesagt, das alles sind kulturelle Dinge. Solange sie nicht die eigentliche Bedeutung überdecken, ist das kein Problem. Im Gegenteil, sie können den Kindern sogar helfen, leichter Zugang zu diesem Fest zu bekommen. Wichtig ist: In der Bibel werden weder der Osterhase noch Schokolade oder bemalte Eier erwähnt. Der Kern von Ostern ist die Kreuzigung Jesu Christi für die Sünden der Menschen und seine Auferstehung am 3. Tag. Es ist also ein Fest der Auferstehung. Deshalb liegt die eigentliche Bedeutung von Ostern, dem Auferstehungsfest, darin, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Und dazu gibt es eine sehr eindrucksvolle Aussage in 1. Korinther 15,14. Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Verkündigung vergeblich und euer Glaube ist ebenfalls vergeblich. Das zeigt, wie zentral die Auferstehung für diesen Glauben ist. Ja, das ist im Grunde die Bedeutung und der Inhalt von Ostern. In zukünftigen Videos werden wir die Kreuzigung und Auferstehung Jesu auch aus einer historischen Perspektive genauer betrachten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ich wünsche euch allen gesunde und schöne Tage. Bis zum nächsten Video.